3 Jahre durch Südamerika ohne Rücklagen. Wie finanziert man das? Kann man unterwegs genug Geld für die Reise verdienen? Hier kannst du sehen, was unsere Lösungen sind. Das ist meine Frau Alessandra und mit unserer Hündin Mali reisen wir durch Südamerika. Und ich bin Björn. Viel Spaß beim Video. Ja, willkommen zu unserem Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Willkommen. Du spielst auch mit dem Gedanken, auf Weltreise zu gehen? Ob nur als Backpacker oder mit dem eigenen Auto oder auch mit dem Flugzeug, meinetwegen von Hotel zu Hotel. Es stellt sich immer die eine Frage: Wie finanziert man so eine Reise? Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten. Erste, man hat Rücklagen und lebt davon. Oder zweitens, man muss sein Geld unterwegs verdienen. Genau. Und zu Rücklagen muss man ja nicht viel sagen, weil wenn man Rücklagen hat, dann hat man halt Geld und gibt es aus. Und wenn das Geld alle ist, ist eben die Reise vorbei. Ganz anders sieht es natürlich aus, wenn man sein Geld unterwegs verdienen möchte. Da muss man relativ kreativ sein, sich was einfallen lassen, vielleicht auch mal Abstriche machen. Aber man hat dadurch die Möglichkeit, dieses Nomadenleben so lange zu führen, wie man möchte. Und wie wir unser Geld unterwegs verdienen, das seht ihr jetzt im Video. In unserem Fall kommt ein Teil der Einnahmen durch YouTube. Deshalb kannst du ja auch dieses Video sehen. YouTube ist allerdings eine Geschichte, die ist ziemlich volatil und bietet einem ja nicht wirklich eine Sicherheit. Mal sind deine Themen angesagt, mal sind sie nicht angesagt. Und das sollte man bei YouTube bedenken. Und es hat natürlich auch nicht jeder das Glück oder die Vorbereitung gehabt, dass man schon einen Kanal hat, den man auf Reisen hat. Und einen Kanal auf Reisen aufzubauen, ist nun wirklich nicht so einfach. Wir haben Freunde, das ist der Bus hinter uns, die machen es ganz anders zum Beispiel. Die haben auch einen Online-Job, haben aber kein YouTube, also die haben schon einen kleinen YouTube-Kanal und auch einen Instagram-Kanal. Aber vor allem verdienen die ihr Geld als Lehrerinnen. Also sie sind Lehrerinnen in Online-Kursen für Kinder und für Erwachsenen, also auch in der Erwachsenenbildung. Und dadurch verdienen die ihr Geld. Hat man natürlich eine gewisse Sicherheit mehr, weil solange man Aufträge hat und Leute zum Beispiel Sprachen lernen wollen oder was über Theater, das sind beides Schauspielerinnen, also die machen auch Theaterschule oder Kurse über künstliche Intelligenz. Und wer sich für sowas interessiert, der guckt eben deren Kurse an und dafür kriegen die Geld. Und so finanzieren die ihre Reise. Da sind wir auch gleich beim Thema. Wir machen ja soziale Netzwerke, die machen eben sowas wie Homeschooling. Aber jeder andere Distanzjob, also ich nenne es jetzt mal Distanzjobs, also sprich eine Arbeit, bei der man nicht im Büro oder straßenfähiger Busfahrer oder wie auch immer sein muss, wo man ja vor Ort sein muss. Ich kann den Bus ja nicht aus dem Homeoffice fahren. Also sprich einen Job, den man machen kann von irgendwo, und es für den Kunden oder für den Auftraggeber oder für den Chef keinen Unterschied macht, ob man vor Ort ist. Wir zum Beispiel haben eine zusätzliche Einnahmequelle durch Autoversicherung. Wir machen das von Anfang an, seitdem wir hier sind, helfen wir anderen Reisenden, also Leute, die auch eine Weltreise machen wollen oder die in Südamerika reisen wollen, für die besorgen wir für den gesamten Mercosur-Bereich eine Autoversicherung. Und dann können die sozusagen ihr Auto schon versichern, bevor es in Montevideo ankommt, also bevor es im Hafen oder in Südamerika irgendwo ankommt, und haben diesen Stress dann nicht vor Ort, sich eine Versicherung zu suchen. Und den Service, den kriegen wir bezahlt und dadurch haben wir eine weitere Einnahmequelle. Außerdem haben wir einen Online-Shop für Textilien und Handarbeit aus Südamerika. So ein Shop ist natürlich ein bisschen zeitaufwendig, aber bietet den Vorteil, dass man nach so einer Reise ja auch weiterhin davon profitieren kann. Wenn man den erstmal aufgebaut hat und genug Kunden hat, die sich für Sachen aus Südamerika interessieren, also sprich Textilien, wir haben ja Hängematten und alles mögliche. Wir haben so viele Sachen in diesem Shop. Und die Menschen, die sich dafür interessieren, die bleiben ja als Kunden erhalten. Das heißt, man hat also auch weiterhin nach der Reise oder vielleicht auf einem anderen Kontinent oder je nachdem im weiteren Leben eine zusätzliche Einnahmequelle. Und dann gibt's noch eine zusätzliche Einnahmequelle, die viele Weltreisende nutzen können. Also vor allem Leute, die Abenteuerreisen machen oder so Langzeitreisen wie wir. Und zwar sind es Vorträge, Events. Immer wenn wir in Städte oder in Länder kommen, wo eine große deutsche Community ist, werden wir gefragt, ob wir nicht mal irgendwie einen Videovortrag machen wollen, einen Dia-Vortrag, wie auch immer. Und sobald wir in Deutschland sind, ist es natürlich auch ein einfaches, dann eben von Stadt zu Stadt zu reisen und zu sagen, man macht eben eine Dia-Show, nimmt dafür Eintritt und die Leute erfreuen sich daran, live diese Reise zu sehen.
Man muss ja mal eins bedenken, in Zeiten von KI und dieser völligen Entkopplung zwischen dem Internet und dem normalen Leben, ist es so schön für viele Menschen, Menschen wirklich live greifbar, ohne Schnitt, ohne Kamera, ohne KI, ohne alles wahrnehmen zu können und das Gefühl zu haben, an dieser Reise teilzuhaben. Und das ist eine Einnahmequelle, die wirklich gut funktionieren soll. Wir haben es bisher noch nicht probiert, aber dazu kommen wir gleich. Aber jemand, der zum Beispiel lange auf Reisen ist, wir haben einen Freund aus Österreich, der macht unterwegs Pausen, also der lässt sein Auto irgendwo stehen, fliegt dann nach Österreich für 3, 4 Monate und hält dann einen Vortrag nach dem anderen in Österreich, präsentiert seine Reise und hat dadurch wieder Geld verdient für die nächsten Monate in Südamerika. So, und jetzt kommt's. Wir haben gedacht, wir probieren das einfach mal aus. Wir haben eigentlich noch nie ein richtiges Event organisiert, also in der Vergangenheit habe ich schon Events organisiert, aber wir beide mit Roadhouse Bus noch nicht. Und die deutsche Community hier in Paraguay hat uns angefragt, ob wir da Bock drauf haben. Wir haben mit dem El Mangal, das ist ein ganz toller Event, also so ein, wie sagt man, so ein Restaurant, aber mit einem Eventbereich. Und die Besitzerin, die hat schon lange Bock, mit uns was zu machen. Danke, Uschi. Und ja, und deswegen haben wir unser erstes Event organisiert. Ja. Also wir können schon mal sagen, wir sind total aufgeregt gewesen. Wir haben alles gemacht, Musik, also den gesamten Sound. Wir haben Essen organisiert. Das hat natürlich jemand anders gekocht, aber ein chilenischer Abend. Und wir haben Cocktails organisiert und hatten einen ganzen Haufen Gäste. Da viele von euch daran nicht teilhaben konnten, haben wir das natürlich aufgenommen. Und schaut euch an, unser erstes Event. Hallöchen. Hey Coco! Eine weitere Möglichkeit, Geld zu verdienen. Viel Spaß beim Video. Hey Coco! Bam, 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 bam. Oh, hallo, hallo. Echt, das könnte man noch ein bisschen laufen. Für das Essen sorgt heute ein Freund von uns. Er heißt Hernan und kommt aus Chile. Es gibt El Completo. El Completo ist nicht nur ein Hotdog, er ist ein Stück chilenischer Kultur. Und hat dir Chile gefallen? Dazu gibt es chilenische Empanadas. In jedem Land sind die Empanadas anders. Hernan hat natürlich chilenische Empanadas gemacht. Hernan, super, wirklich super. Ja, der war Ja, ja, fantastisch. Ein Riesenunterschied zu dem paraguayischen. ja, la buena, lecker. Super buena. ¿Me haces un pisco sour, por favor? Sí, claro. Gracias. Pisco Sour ist ein traditioneller Cocktail aus Chile. Er wird mit Pisco, Zitrone und rohem Eiweiß zubereitet. Und ohne? Heute ist es was ganz Besonderes. Wir haben nichts zusammengeschnitten, wir waren auch nicht auf Tour, sondern heute gibt es einen ganz tollen Event, den wir in Melgarejo, der ist heute. Aber da ihr ja zu Hause seid, könnt ihr den ja nicht sozusagen live sehen. Ihr seid weit weg. Und deswegen haben wir es verfilmt. Das ist extra für euch. Und heute könnt ihr den Event verfolgen, den wir hier in Melgarejo gemacht haben. Viel Spaß beim Video. So, meine Lieben. Also, worum es heute geht, klar, Chile. Wir haben ganz im Süden angefangen, wir haben in Feuerland angefangen. Ich zeige jetzt erstmal kurz die Tour, die wir zurückgelegt haben, damit ihr mal so ein bisschen Plan habt, wo es hier lang geht heute. Wir fahren auf jeden Fall wir sind jetzt in dem südlichsten Punkt Chiles, den man überhaupt fahren kann, die Carretera Austral, aber wir kommen dazu später und von dort aus geht es natürlich straight nach Norden. So. Und Chile geht ja durch 4 Klimazonen. Das heißt, man ist am Anfang wirklich im Grünen, sieht man ja auch auf der Karte hier. Und umso weiter wir Richtung Santiago kommen und Richtung Norden geht es halt ins Trockene.
Und Chile ist im Norden mit der Atacama der trockenste Ort der Welt. Also die Atacama ist ja die trockenste Wüste der Welt. Und insofern hat man in Chile wirklich alles. So. Das ist der Weg, den wir zurücklegen. Aber jetzt lassen wir erstmal Alessandra sprechen. Unsere Reise beginnt am Ende der Welt, in Feuerland. In diesem fernen Land herrscht die Tierwelt. Es ist ein schwieriger Ort für Menschen. Das Klima kann selbst im Sommer extrem sein, mit Minusgraden und starkem Wind. Der Sturm, heute über 90 Kilometer pro Stunde, führt dazu, dass unsere Fähre zum Festland abgesagt wird. Am nächsten Tag beruhigt sich der Wind etwas und wir können eine der schwierigsten Überfahrten unseres Lebens antreten. Wir tanzen auf der Magellanstraße und die Wellen spülen das Salzwasser über das Deck. So, dazu gleich mal was gesagt. Die Magellanstraße, es sind immer über 100 km/h Wind. Wenn man mal Glück hat, dann ist vielleicht mal ein Tag mit 50 km/h dabei. Wenn die Fähre dort an diesem Fährleger anlegt, dann stellt die sich total schräg im Wind und mit unglaublicher Kraft versuchen die das Boot wieder gerade zu ziehen. Und das ist schon beeindruckend. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Europa Fähren gibt, die unter den Bedingungen fahren. Also das war für uns schwer beeindruckend. Und wenn man dann von Feuerland wegkommt, also auf die andere Seite geht, wir sind jetzt hier auf dem Bild, was ihr seht, auf der anderen Seite in Punta Arenas heißt das. Und dort ist komplett anderes Klima. Also man fährt im Sturm los, im arktischen Klima, hat eine Winterjacke an, hat nur noch so einen Schlitz zum Gucken, weil es einfach eiskalt ist. Und dann kommt man auf der anderen Seite an und dann ist das. Ja, und eben kein Wind und auf derselben Breitengrad, selbe Außentemperatur, aber eben ohne Wind ist es dann nicht so kalt. Und viel, viel schöner und ja, beeindruckend. Viele Farben. Für uns war der Süden schon die große Freiheit. Also ja, und die Strecken sind gewaltig. Also ihr werdet immer wieder in Chile sehen, dass wir unser Auto fotografieren und auf der Autobahn sind, aber kein Gegenverkehr ist oder auch kein Verkehr hinter uns. Und es ist einfach keiner unterwegs. Also wir waren in einer Vollsaison da, also das ist jetzt im Dezember gewesen oder war schon im Januar jetzt. Aber die Vollsaison in Patagonien ist eben von Dezember oder sagen wir von November bis Februar. Und insofern ist das die vollste Zeit. Aber wir haben immer wieder Orte gehabt, an denen wir alleine waren. Und so auch hier. Und jetzt sind wir auf dem Weg zu einem ganz bekannten, wie sagt man, Naturmonument. Also ich würde sagen, fast der bekannteste Ort im Süden Chiles. Und zwar ist Torres del Paine. Torres del Paine ist eine Bergkette oder man kann sagen, so ein ganz beeindruckender Berggipfel, den die auch alle sehen wollen. Und der Weg dahin, der war am Anfang sehr einfach und am Ende sehr beschwerlich, aber auch wunderschön. Das Wasser ist eiskalt, aber es ist, als würde mich eine Stimme einladen, mich mit diesem wunderschönen Land zu verbinden. Hier, an diesem paradiesischen Ort, ruft mich die Natur und ich kann nicht widerstehen. Ich durfte baden am Fuß der Torres del Paine, dort, wo sich die beiden Flüsse vereinen, ein Geschenk der Natur, das ich nie wieder vergessen werde. Ja, Torres del Paine war für uns, wir hatten auch unglaubliches Glück. Also wir hatten andere Overländer getroffen und gemeinsam haben wir einen Ort gefunden, also wirklich direkt an zwei Flüssen, die sich da vereinen, also einen weißer Fluss und einen dunkler Fluss und die sich auch am Anfang nicht vermischen, so wie der Amazonas. Und es war unglaublich beeindruckend. Also, auch wenn das Wasser nur 4 Grad gehabt hat, da drin zu baden und mit diesem Hintergrund, also wunderschön. Und wir hatten Glück, also normalerweise Freunde von uns, die waren 2 Wochen später da und hatten auch 100 km/h Wind. Das war bei uns zum Glück nicht so. Also Chile ist im Süden, Hernan wird es wissen, sehr, sehr wild. Naja, und für uns ist es halt eben, das ist genau das, was wir auch suchen. Wir suchen halt eben Orte in der Natur. Für uns ist nicht wichtig, dass es ein touristisch erschlossener Ort ist. Für uns ist auch nicht wichtig, dass es da eine super Infrastruktur gibt. Wir haben das Starlink, wir sind unabhängig, wir produzieren unseren eigenen Strom. Wir brauchen nichts. Ich brauche keine Steckdose, ich brauche nichts. Also das Einzige wäre vielleicht ab und zu mal eine Dusche. Aber dafür ist ja auch so ein Fluss gar nicht schlecht.
Ja, und dann geht's weiter von Torres del Paine aus. Und jetzt passiert was genau, nur Leute kennen, die Overlanding machen. Man muss aus Chile raus. Also man kann in Chile nicht von Süden nach Norden fahren, weil es keine Straßenverbindung gibt. Also von Torres del Paine nach Santiago zu fahren mit dem Auto ist unmöglich, weil dort halt eben ein Eisschild dazwischen ist und deswegen muss man aus Chile raus. Und als wir zu dem Grenzübergang gefahren sind, haben wir im Hintergrund so Musik gehört von einer Veranstaltung und das war am Ende ein Rodeo. Und was ihr hier sehen könnt, ist eben auch diese ganz typisch chilenische Tracht. Also deren Auto, also die sind sehr stolz im Süden, die Chilenen, und haben halt die heißen Gauchos, ne? Guaso. Ja? Guaso. Guaso Chileno. Und die sind eben sehr, sehr stolz auf ihre Tradition. Und auch die jungen Leute schon. Also das fängt in jungen Jahren an und was wir dort gesehen haben, waren eben junge Leute, alte Leute. Es war das gesamte Dorf da und auf einmal haben wir uns in so einem Rodeo wiedergefunden. Und hier kommt jetzt der Punkt ab, was ich gesagt habe, man muss raus aus Chile. Ihr seht hier dieses Eisschild. Und die Straßen sind halt alle auf dieser Seite, hier sind Fjorde und deswegen kann man eben hier nicht langfahren. Und wenn man jetzt nach Norden möchte, also sprich in die Richtung ist ja Santiago de Chile, dann muss man hier raus, hier war ungefähr das Rodeo und dann muss man das Land verlassen, durch Argentinien durchfahren eine Weile, um dann eben wieder nach Chile reinzufahren in Coyhaique. Das sieht man hier. Und Carretera Austral ist wirklich, wie soll man sagen, das ist wie Norwegen vielleicht vor 70 Jahren, wie auch immer. Also es gibt Fjorde, es gibt türkisfarbene Seen, es gibt Wald. Die Tage sind unglaublich lang, weil man so unten so weit im Süden ist. Ist ja schon Richtung Südpol. Und das merkt man halt. Also es ist wie in Nordeuropa, das Klima auch. Also es ist sehr, sehr passend. Und ich kann viele Nordeuropäer verstehen, dass die sich in Patagonien oder gerade an der Carretera Austral sehr wohlfühlen. Genau, man sieht, es war so warm, dass wir baden waren und trotzdem hat man immer noch die schneebedeckten Berge. Also das habe ich bisher nur in Norwegen gesehen, vielleicht wenn man Glück hat, mal in den Alpen, dass man beim Baden noch schneebedeckte Berge hat. Aber das war für uns ein sehr, sehr schönes Erlebnis dort. Und auch wenn es so grün und so feucht aussieht, die Carretera Austral an sich ist total staubig. Also das ist eine Staubstraße, eine Schotterpiste, die über 600 Kilometer unbefestigt ist, also 600 Kilometer hin, 600 Kilometer zurück, das ist eine Einbahnstraße, also es gibt eine Sackgasse und das sieht jetzt hier so nett aus, aber es gab Zeiten, da sind wir, also das war vom Staub her, also das Schlimmste, was wir bisher je gefahren sind. Die Carretera Austral ist eine Mischung widersprüchlicher Gefühle. Man könnte sagen, eine Hassliebe. Aber am Ende überwiegt die Freude über ein erreichtes Ziel, das nicht dasselbe Gefühl vermitteln würde, wenn es leicht zu erreichen wäre. Wir haben es geschafft! Rippelpiste zu viert. Das Blöde ist nur, wenn man am Ende eine Sackgasse ankommt, dann muss man den ganzen Weg wieder zurückfahren. Patagonien ist nun weit weg, aber die Vielfalt der Landschaften und die Besonderheiten jeder Region überraschen uns immer wieder. Wir durchqueren die Region, die vom indigenen Volk der Mapuche bewohnt wird. Sie kontrollieren und schützen ihr Territorium streng. Wenn man hier die Nacht verbringen möchte, sollte man um Erlaubnis fragen. Von dort aus geht es in die 7. Region. Wer sich ein bisschen mit Wein auskennt, die 7. Region Chile, Maule, das ist das Weinanbaugebiet Chiles, da kommen die besten Weine her, mit die besten der Welt. Ja. Wir erreichen den Gipfel und jetzt, da sich die Wolken verzogen haben, können wir unseren Weg vor uns sehen. Ein kurzer Stopp, um Quinoa und Salz direkt aus der Salina zu kaufen, bevor dieser anstrengende Tag perfekt ausklingt. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, den man als Weltreisender so immer beachten muss.
Das sind Visa. Das heißt also, wir haben ja, wenn wir nach Chile kommen, haben wir eigentlich wie in Paraguay 3 Monate, die dürfen uns im Land aufhalten. Und wenn wir dann wenn wir länger bleiben wollen, müssen wir mindestens einen Tag raus und wieder rein. Wenn man das in Paraguay machen möchte, dann ist es nicht so schwer. Dann fahre ich nach Ciudad del Este, Encarnación oder ich fahre nach Asunción und fahre da schnell mal über die Grenze und wieder rein. Wenn man das in Chile machen möchte, dann muss man über die Anden. Man kommt ja nur aus Chile raus, wenn ich einmal über die Berge fahre und dann eben nach Argentinien fahre. Das einzige Land, was ich anfahren kann, ist Argentinien. Und das ist jetzt hier der Paso Libertadores. Und das ist der bekannteste Pass eigentlich in Chile, geht über 3700 Meter und verbindet Santiago de Chile mit der Großstadt Mendoza in Argentinien. Ja, und es geht eben in so einer Schlangelkurve steil rauf von, ja, ich würde sagen, man ist schon unten am Massiv, so ist man eigentlich schon auf 2000 Meter. Und dann geht es aber eben 1700 Meter in Schlangenform. Ich glaube, es sind 26 Kurven sind es, oder 26 Serpentinen sind es. Und dann ist man eben oben drauf. So, und jetzt mal Kontrastprogramm. Wenn wir dann wieder raus sind, also wir sind einen Tag nach Argentinien gefahren, haben unser Visa erneuert, hatten wieder 3 Monate. Und dann sind wir natürlich gleich wieder ans Meer gefahren, weil wir Sonne und Meer mögen. Und das ist in Chile so unglaublich schön. Es gibt ganz tolle Strände und es gibt eben auch ganz tolle Meeresfrüchte. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass ihr mal sehen könnt, wie dort Meeresfrüchte gegessen werden und wie die auch geerntet werden. Also man ist da am Strand und holt es direkt bei den Fischern. Hey! Während wir versuchen, unseren ganzen Mut zusammenzunehmen und in die eisigen Gewässer des Pazifiks eintauchen, kommt uns ein Fischer entgegen mit einem Netz voller riesiger Muscheln. Die Chilenen haben scheinbar keine Probleme mit der Wassertemperatur. Die Größe dieser Muscheln ist beeindruckend. Jair, so heißt der Fischer, erklärt uns, wie man sie öffnet und dann roh isst. Wow. Oh, qué Cómetela. Vai. Así no es. Crudo. Oh. Bevor er geht, gibt er uns noch eine Tüte Muscheln. Frische Meeresfrüchte zum Abendessen. Ein Traum. Und dann, mit den Füßen im Sand, beobachten wir die Sonne, wie sie hinter dem Horizont verschwindet. Es gibt ja wohl keine schönere Art, um das Meer zu genießen. So, hier seht ihr die nochmal. Die Muscheln sind wirklich gigantisch. Und die ganzen Strände in der Region sind voller Berge dieser Muscheln. Also wenn die alle am Strand diese Muscheln essen und danach die Schalen hinter sich werfen. So, und von hier aus fahren wir jetzt ins Valle del Elqui. Und ins Valle del Elqui, daher kommt der berühmte Pisco. Der eine oder andere von euch hat ja schon heute Pisco sauer getrunken. Gibt es an der Bar. Und der wird im Valle del Elqui produziert. Ich sage dazu gleich nochmal was. Zu Pisco in Chile. Man erzählte uns von einem bezaubernden Tal zwischen den Anden und dem Küstengebirge. Hier wird der weltberühmte Pisco hergestellt. Ein Traubenbrand, der in Cocktails wie dem Pisco Sauer köstlich schmeckt. Apropos Pisco. Wir machen jetzt eine kleine kurze Pause, einfach um Getränke einzusammeln. Wenn wir schon über Pisco reden, ist das der richtige Augenblick. Und so in einer Viertelstunde geht's weiter und dann haben wir eine Überraschung für euch. Ich habe nämlich noch einen Special Guest hier, der hoffentlich irgendwo ist. Und genau, und in einer Viertelstunde geht's weiter. Bis gleich. Ja, und danke für die Aufmerksamkeit erstmal. Ja. Jetzt besser? Ba, ba, ba. Ja. Also, wir haben auf unseren Reisen vor allem eines kennengelernt und ich denke auch, das ist der Hauptgrund für viele von euch, warum ihr hier seid. Freiheit. Freiheit ist das, was wir auf unseren Reisen in Südamerika vor allem kennengelernt haben. Wer aus Deutschland, wer aus Europa kommt, der ist
kennt den Unterschied. Wer nie aus Europa rauskam, wird nicht wissen, über was ich rede. Und weil Freiheit für uns so unglaublich wichtig ist und weil ich glaube, dass der Ort Independenz ja der absolut richtige Ort ist, um das Lied zu zelebrieren, was Lars geschrieben hat. Also Lars hat die Melodie gemacht und der Text ist von Hoffmann von Fallersleben, also von dem, der die Nationalhymne geschrieben hat. Und wir haben uns entschlossen, dieses Lied heute hier gemeinsam für euch live und das erste Mal zu zelebrieren. Ja, und das machen wir jetzt. Viel Spaß dabei. Es lebe, was auf Erden nach Freiheit strebt und wirbt, von Freiheit singt und saget, für Freiheit lebt und stirbt. Die Welt mit ihren Freuden ist ohne Freiheit nichts. Die Freiheit ist die Quelle der Tugend und des Lichts. Des Lichts. Es kann, was lebt und webelt, in Freiheit nur gedeihen. Das Ebenbild des Schöpfers kann nur der Freie sein. Frei will ich sein und singen, so wie der Vogel lebt, der auf Palast und Kerker sein Frühlingslied erhebt. Die Freiheit ist mein Leben und bleibt es immerfort. Mein Sehnen, mein Gedanke, mein Traum, mein Lied und Wort. Es lebe, was auf Erden nach Freiheit strebt und wirbt, von Freiheit singt und saget, für Freiheit lebt und stirbt. Lebt und stirbt. Fluch sing ich allen Zwingherren, Fluch aller Dienstbarkeit. Die Freiheit ist mein Leben und bleibt es alle Zeit. Fluch sing ich allen Zwingherren, Fluch aller Dienstbarkeit. Die Freiheit ist mein Leben und bleibt es alle Zeit. Alle Zeit. Dankeschön. Danke. Ich glaube ehrlich gesagt, es gibt keinen besseren Ort auf der Welt, als hier in Paraguay Independencia den Song zu zelebrieren. Danke. War auf jeden Fall ein absolut gelungener Abend. Natürlich ist total viel schiefgelaufen am Anfang und natürlich waren wir gestresst, aufgeregt und vieles hat nicht funktioniert. Aber am Ende waren, denke ich, alle zufrieden, ne? Ich glaube so. Also ich glaube auch. Ich glaube, das war ein sehr schöner Abend für alle, auch für uns eine tolle Erfahrung. Ja. Und werden wir definitiv wieder machen und auf unserer Reise mit einbauen. Also wenn wir in deutsche Communities kommen, wo Leute uns jetzt schon folgen oder uns sehen möchten, dann werden wir definitiv immer mal wieder einen Vortrag machen. Vielleicht auch noch mal einen anderen in Paraguay. Wir werden sehen. Wir hoffen auf jeden Fall, dass wir euch ein paar Ideen geben konnten, was man machen kann, wie man sein Geld unterwegs verdienen kann. Sicher ist, man muss kreativ sein. Man muss sich immer wieder was einfallen lassen, auch was sehen, wo gerade ein Geschäft geht, was man machen kann. Da fallen uns immer wieder auch neue Dinge ein. Ich wünsche euch Kreativität und bleibt auf Reisen.
und bleibt Alles dran. ist möglich. Alles ist möglich, genau, alles ist möglich. Bevor wir Schluss machen, noch eine Sache. Wenn ihr den Film aus dem Vortrag noch nicht gesehen habt, dann ist der hier oder hier, ich glaube hier oben eingeblendet. Könnt ihr mal draufklicken und euch vielleicht als nächstes angucken. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Woche, nächsten Montag. Danke, dass ihr dabei wart. Danke fürs Schauen. Ciao. Ciao. Tschüss.